Herzlich willkommen zu der 5. Folge von Ueli on Tour, einem Fangisspiel durch die ganze Schweiz. In der letzten Folge sind Jan und Flavia mit der Flagge auf Bern und wir anderen sind ihnen angereist. Der Micha und der Gianni haben die Flagge geholt und gerade noch eine Challenge lösen. Die ist aber länger gegangen als gedacht. Der Jan und Flavia sind ihnen an und das Ganze ist zu einer wilden Verfolgungsjagd mutiert. Währenddessen sind der Dorian und ich ebenfalls an einer Challenge dran gewesen, haben sie aber am Ende annullieren. Der Micha und der Gianni haben ihre Challenge doch noch lösen und sind dem Jan und der Flavia nur knapp davon gekommen. Schau, dort ist er. Duck dich. Er ist dort. Er läuft da so. Übrigens, falls ihr uns nicht kennt, das ist eine Produktion von unserem Podcast Limoncello. Oh mein Gott. Scheiße, Mann. Wir haben genau in diesen Bus rein wollen. Ja, wir haben genau in diesen Bus rein. Wo? Zum Teufel? Sind Dorian und Nick. Frage ich mich. Die sind das Mittagpäuschen am machen. Ja, die müssen jetzt Nacht essen. Es ist 6 Uhr. Ja. Dorian heute macht jetzt weg. Die Zeit ist rum, die Hockerte. Und wir haben uns genau, für was haben wir uns entschieden? Wir machen jetzt doch eine Challenge, weil es sind so viele Risiko, wenn wir sie fangen. Wenn wir sie nicht fangen, einfach warten, das ist ja auch blöd. Naja. Wir denken, wir machen jetzt ein bisschen Risiko, weil wir einfach einmal ein bisschen Batzen haben. Wolltest du für uns mischen? Ja, voll. Voll weh zum Mischen, Mann. Das ist voll kantig. Also. Madman zählt abwechslungsweise 10 verschiedene Werbesprüche oder Slogans auf. Ihr habt keinen Fehlversuch. Okay. Wollen wir schnell irgendwo sitzen und so uns bequem machen und loslegen? Yes. Okay. Ich habe ein schlechtes Gefühl irgendwie, aber voilà. Also, Migros 1M besser. Also bitte sag mir, das stimmt. Ja. Gut, das stimmt. Gut. Ich habe mit dem schon Sorgen gemacht, dass ich nicht weiss. K-Glas repariert, K-Glas tauscht aus. Okay, was immer das ist. Ich bin dran. Saturn-Geiz ist geil. Mediamarkt, bin doch nicht blöd. Okay, dann sage ich dir jetzt, wenn du sicher mehr weißt. Haribo macht Kinder froh und Erwachsene ebenso. Ja. Gut, 3. Coop, für mich und dich. Stimmt, jetzt kommen wir zu uns. Da vorne kommt ein Bus. Haben wir recht schnell uns verdünnisieren da. Wir gehen mal einfach dafür. Ich würde sagen, wir warten ganz kurz da, damit wir wissen, ob wir Stress haben oder nicht. Sonst muss man auch nicht mehr tippen. Ja, irgendwie so. Gut, ich sage jetzt einfach irgendetwas. Ich weiss, was es für eine Marke ist. For the players. Ja. Aber ich weiss nicht mehr für was. Wir müssen die Marke nicht nennen, wir müssen einfach den Werbespruch nennen. Okay. Sollen wir nachher kontrollieren? Ja. Okay. Galaxus, fast alles für fast jeden. Gut, und jetzt habe ich den 50 vergessen. Hey, ich hatte doch 5 gehabt! Verdammt! Kennst du den von Evian? Schön. Ja. Dann jetzt noch mein 5. Brille, Vielmann. Oder? Also fällt jetzt einfach noch mein letzter. Nein, das ist es. Wir haben. Aha. Aber hast du mir jetzt nicht einen Tipp gegeben oder so? Ich habe dir ja nur den Brand gesagt. Ah, scheiße, stimmt. Okay. Steht nicht, dass man das nicht darf. Stimmt. Soll ich da ein bisschen näher gehen? Ich sehe niemanden, der aussteigt. Ich glaube, es ist jemand. Ja, der Jan. Weg. Es hat eine filmreife Verfolgungsjagd gegeben, aber leider hat sie halt niemand gefilmt. Der Micha und der Gianni haben den Jan und Flavia abhängen und sind bei der nächsten Station auf irgendeinem Bus, der gerade gekommen ist. Wir sind wieder im Bus. Der Jan ist schon wieder gekommen. Hey, das ist der Terminator. Oh mein Gott. Wir haben gerade gesehen, dass der Gianni und der Micha immer noch in Bern sind. Also machen wir einfach nochmal eine Challenge. Oh, ich habe langsam das Gefühl, dass wir alle 3 gerade am Challenges machen sind, damit wir genug Stutz haben. Ja. Also ziehen wir mal einen neuen. Oh, da ist uns ein verhängnisvoller Denkfehler passiert. Pro Tag darf man als Fänger ja nur 2 Challenges machen. Wir haben die Gummibärli-Challenge schon gemacht, dann die Höhenmeter, die nicht zählt, und jetzt die Werbe-Challenge. Das heisst, die folgende Challenge wird uns leider nicht angerechnet. Wollen wir gerade den nehmen? Okay, komm. Nehmen wir gerade. Das Top Gun Maverick. Top Gun Maverick.
springt von einem Gierreizli ab und fliegt mindestens 2 Meter weit. Okay. Wir müssen Gierreizli gumpen. Okay, finden wir mal einen Spielplatz? Ja. Oh shit, die gehen zur nächsten. Okay, wenn wir sagen, einfach durchfahren. aber weißt du, die sind jetzt am Rennen, die mögen nicht ganz durch. Und dann rennen wir Vollgas. Der Jan und Flavia haben nicht aufgegeben und sind dem Bus nachgesäckelt. Der Bus ist aber natürlich viel schneller, zumindest bis zur nächsten Station. Der taucht überall immer auf. Ihr seid Terminator, ihr taucht überall auf. 2 Minuten nach uns da sein, das ist nicht möglich. Es fahren da 5 Minuten Bus. Jetzt sind wir da extra wieder in den Bus rein und die rennen zu der Bushaltestelle. Ich glaube es nicht. Das nachher ab. Was sagen die Berner zum Gereizli? Ein Rittiseili? Oder ist das Basel? Ah, das ist Basel. Keine Ahnung, man. Eindeutiger Fehlalarm. Das sieht nicht nach dem Spielplatz aus, den wir brauchen. Entweder suchen wir eine Schule wieder oder nochmal nach einem Park. Denkst du, eine Schule hat das Rittiseili? Ich weiß es auch nicht. Ich glaube, Primarschule Ein paar haben es schon, ja. Also. Scheiße. Ja, nimm. Gut. Flavia. Ja, ich war nicht, ich bin tot. Ich brauche etwas zu trinken und ich muss aufs WC. Da es ja jetzt wieder eine Übergabe gegeben hat zwischen den anderen 2 Teams, würde ich sagen, unsere Taktik funktioniert überhaupt nicht, dass wir einfach darauf warten, dass der Michael und der Gianni unseren Weg machen. Wir müssen offensiv handeln jetzt. Ja, genau. Das heisst, wir müssen jetzt die Challenge noch fertig machen. Da vorne ist irgendwo ein Spielplatz. Und dann, ab dann, sobald wir jemanden haben können, haben wir ihn auch. Weil jetzt haben wir ein paar gute Chancen vergeben. Wir haben es geschafft. Jetzt machen wir uns um den Nix Sorgen. Wir haben übrigens mittlerweile 20 vor 7 schon. Oh. Der Tag ist so schnell vorbei. Ja. Also, 2 Meter. Also, wie, du messen musst wir, jetzt springen. wie messen wir die 2 Meter ab? Ich habe keine Ahnung. Flavia, wo gehen wir hin? Im Zug. Im Zug. Was haben wir vor? Ein bisschen weg von da. Mal Neuchâtel haben wir gedacht. Der fährt in 7 Minuten. Könnte ein knapper werden. Könnte sehr ein knapper werden. Weil der Nick und der Dorian sind auch noch irgendwo rum. Aber wir schauen. Ich muss jetzt hier am Boden liegen. Ich nehme an, das ist mehr als 2 Meter. Weil du bist wie gross? 1,83. So. Das heisst, das müssen mehr als 2 Meter sein, wenn du deine Arme rauf tust. Ja. Also, Ich sehe meine Füße dort, am richtigen Ort. ja, musst noch ein bisschen zurück. So. Noch ein bisschen? Gut. Also wenn ich bis da komme, dann mindestens dann habe ich es geschafft. Okay. Verdammte Scheiße, warum habe ich mich hier reingelassen? Okay, das ist wirklich keine Kunst. Hä? Hä? Also. Voilà, Das ist ja wunderschön drüber. let's go. Ich hätte mal gesagt, es gibt ein paar Punkte. Wir gehen jetzt also mit dem Bus so schnell wie möglich am Bahnhof und versuchen, sie noch aufzuhalten. Sonst geht es doch los an. Ich sag's dir. Ja, sonst geht es los an. Das wollen wir wirklich gut. nicht. Oh, der Bus ist da, der Bus ist da. Bitte haltet den So, wir haben jetzt gerade unsere Pause gehabt, 20 Minuten. Hinter uns kommt der Bus. Wir müssen den Bus verwischen, dass wir wieder auf Bern kommen. Und aber haben Essen geholt und es ist gerade alles ein bisschen knapp. Hey, wieso müssen wir jetzt eigentlich schon wieder rennen? Eigentlich mögen wir nicht mehr rennen. Wir sind hier bei der Station. 20 Minuten später. Wir so folgen der Jan wieder. So nervös. Oh, die 3 Minuten. Sie sind vermutlich irgendwo in diesem Gebäude, hä? Hä, Moment, nein. Hä? Nicht? Schau das mal an. Oh, in der Schweiz, mega. Siehst du, wie dünn der ist? Ja. Wir gehen jetzt da durch Aber die das sind dünne Gebäude. irgendwo in diesem riesigen Gebäude drin, habe ich das Gefühl. Die sind da. Nicht das, nicht da. Willst du kommen? Oder? Die sind innen. Die BLS begrüßt Sie im Interregio 66 nach Kerzas ins Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds und wünscht Ihnen eine angenehme Reise. Wir gehen zum Bus. Wir gehen zum Bus.
Haben sie was... Scheiße, oder haben sie was gesehen vorher? Sind sie das geflüchtet? Scheiße. Ich check's nicht, die sind unter uns. Unter uns? Ja, schau doch, die sind wieder da. Das kann nicht sein. Gott, der Scheiße. Ja, Bern ist schon unterirdisch. Ja. Verdammte Scheiße, Nick, wie kommen wir runter? Genießen Sie ein Angebot an Snacks und kalten und warmen Getränken in der Bistrozone dieses Zuges. Bistrozone? Ja, er war auf dieser Höhe. Nick, verdammt! Sagst du, sie sind ganz vorgerannt? Aha. Oh, der vorne hat auch einen Zug. Verdammt! Die Züge sind pünktlich, wir sind in der Schweiz. Wir müssen da rein, oder? Wir müssen da rein. Nein! Nein! Ist der gut? Yes! Ah, doch. Ist es da? Ist es wirklich da? Ja, das ist Yes. Schnaufen. Gut. Jetzt gehen wir die Snackbar besuchen. Ja. Die schnappen wir uns jetzt. Wo ist der neue Flagge? Ah, sehr gern. Dorian und ich haben die Flagge. Trotzdem stecken wir knie tief in der Scheisse. Das hat mehrere Gründe. Der Jan und Flavia müssen in der nächsten Station raus. Das ist in Kerzers. Wir könnten dort ebenfalls raus. Der nächste Zug zurück auf Bern fährt aber erst 20 Minuten später. Also exakt dann, wenn die Hockete von Jan und der Flavia fertig ist. Wir würden die Flagge also direkt wieder verlieren. Wir bleiben drum im Zug. Guten Tag. Guten Tag noch. Okay. Es ist aber ein Schnellzug. Das heisst, pro Minute Fahrt kostet es uns 5 Ulis. Und wir landen schlussendlich in Neuchâtel, was sehr tief in feindlichem Gebiet ist. Naja, was machen eigentlich der Micha und der Gianni? T-Shirt gewechselt. Der Jan ist mittlerweile gefangen worden von Dorian und dem Nick. Und jetzt gehen wir auf Olten, um die zwei abzufangen. Wir sind jetzt hier in Kerzers am Bahnhof. Jetzt machen wir halt eine Challenge, oder? Zum Zeit überbrücken. Machen wir es spannend Trommelwirbel. Für was machst du spannend, wenn du die abstimmst? Was jetzt? Der Pope's Toilet. The Pope's Toilet findet und benutzt ein kostenloses öffentliches WC. Ich gehe mal ins WC suchen. Wir schauen mal, ob es hier beim Bahnhof gerade eins hat. Das wäre natürlich super und sonst ist es dann halt gewesen. Und da vorne sieht es fest nach WC aus. Jetzt müssen die nur noch offen sein. Ja. Automatisch, ja. Wie wir gerade schlecht. Nein. Ah, ich habe gemeint, du willst drücken. Dann wir auf der anderen Seite rein. Gut. Ja, es hat sich jetzt nicht erfüllt, aber Jetzt das WC. 1,8 Sterne. Julius Bernivo. das hat WC-Papier gehalten. Wir sind in schönen Neuchâtel. Wunderschön. Und wir haben nachgeschaut, der nächste Zug, den sie nehmen könnten, würde am 56. ankommen. Jetzt ist halb. Das heisst, wir sind eigentlich safe. Und eben, es gibt für uns ja eigentlich nur die Möglichkeit über Biel oder über Bern. Von Neuchâtel aus gibt es nur 2 Optionen. Entweder wir gehen zurück auf Bern. Die Wahrscheinlichkeit, dass einer von beiden Teams dort auf uns wartet, ist aber sehr gross. Oder wir gehen über Biel und von dort aus Richtung Olten. Zu allem anderen ist der erste Tag fast vorbei. Am Punkt 8:30 darf sich niemand mehr in einer ÖV befinden. Dann wird das Spiel bis am Morgen pausiert. Am nächsten Morgen am 9 Uhr starten wir alle exakt am gleichen Ort, wo wir gestoppt haben. Der Dorian und ich entscheiden uns für die Route über Biel, wo wir kurz vor Spielpause auch ankommen werden. Dann machen wir noch eine Challenge jetzt. Oh! Und? The Golden Circle findet um euch herum 20 runde Gegenstände. Rund. Was ist rund? Rund ist zum Beispiel der Gullideckel da. Was? Der Gullideckel Ja, aber da. was ist oval? Ist schon nicht mehr gut. Oval zu ist wenig schon rund. nicht mehr gut. Das ist zu wenig rund, ja. Ein Stein ist zu wenig rund. Ja. Okay. Dann haben wir dort die Uhr.
Nummer 2. Ja. Dort hinten noch eine Uhr. Moment. Mit verschiedenen sein. Warte kurz. Was steht? Verschiedene, ja. Ah, shit. Kannst du die Uhren nehmen? Aber wir haben schon mal 2. Okay. Also jegliche Deckel da sind rund. Die sind rund. Das ist rund, ja genau. Das da ist rund. Der ist auch rund. Ja, Maltesers sind rund, genau. Oreos sind natürlich auch rund. Der Dings da. Ja, die Halterung ist rund. Schöne runde Blaubeere. Das ist aber auch mal gut hier, ne? 50. 50 Coins für uns, hä? Merci vielmals. Sie sind auf Neuchâtel weitergefahren, haben ein paar Challenges gemacht und fahren jetzt Richtung Biel. Wir wollen jetzt eben auf die Brücke. Dort aussteigen, markieren schnell. Um 8:30 Uhr man ist fertig. Weil dort fahren eben morgen die Züge am Punkt 8 Uhr Genau, richtig Biel. Richtung Biel, wo dann die Konduktorien werden sein. Was halt noch ist, der Micha und der Gianni sind auch noch irgendwo unterwegs. Wir sind in Olten, kann man noch sagen. Sieht man das irgendwo angeschrieben? Ja, dort. Wir werden morgen schauen, ob wir ihnen entgegengehen oder da warten, bis sie kommen. Das hängt jetzt noch ein bisschen davon ab, was jetzt Ja, wo sie Route enden ist. und so. Wir sind angekommen. In Biel, genau. Es ist kurz vor 3:30. Das heisst, wir müssen natürlich jetzt hier bleiben bis morgen. Morgen geht der ganze Spass wieder weiter. Wir haben immer noch Flagge. Wir haben immer noch Flagge, genau. Es läuft sehr gut. Das heisst, wir schließen die Runde für heute. Also, ciao zusammen. Der erste Tag hat Spass gemacht. Bis morgen. Na gut, gute Nacht. Gute Nacht. Bevor wir die Folge abschliessen, kurz der aktuelle Stand. Der Dorian und ich sind mit der Flagge in Biel. Wir kommen von da aus mit dem Zug nur über 2 Strecken weg. Entweder in Richtung Bern oder in Richtung Solothurn-Olten. Wir gehen davon aus, dass der Micha und der Gianni in Bern sind, darum ist dieser Weg keine Option. In Wirklichkeit sind sie aber in Olten und warten genüsslich auf uns. Egal welchen Weg, die Züge fahren erst etwa 20 Minuten nach Spielstart. Wir sind uns zwar unsicher, wo der Jan und Flavia sind, aber 20 Minuten in Biel zu warten ist ein grosses Risiko. Damit liegen wir ziemlich richtig. Der Jan und Flavia sind nämlich in Brügg und schon 5 Minuten nach Spielstart bei uns. Eine ausweglose Situation. Ausser uns kommt über die Nacht der absolute Masterplan in den Sinn. Oh, du verbrennte Zähne, du. Was unser Masterplan ist, das sehen wir dann in der nächsten Folge. All unsere Folgen kommen immer am Mittwoch und am Sonntag raus. Bin schon ganz hibbelig, aber bis es soweit ist, könnt ihr schon mal bei Chatlag vorbeischauen. Von denen sind wir inspiriert worden. Die machen so Spiele wie wir jetzt hier auch und noch viele weitere. Also wenn euch das Format gefällt, unbedingt dort vorbeischauen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wenn der Dorian und ich alle versäckeln. Oder auch nicht. Mal schauen.